Unser Vater, der du bist in dem Himmel, es ist in dem Namen deines Sohnes Jesus Christus, dass wir erneut unser Haupt und Herzen vor dir beugen und dich einladen möchten, in unsere Mitte durch deinen guten Heiligen Geist zu kommen. Wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, uns hier noch in Frieden und Freiheit zu versammeln. Wir danken dir, dass du uns noch deine Gnade schenkst und dass wir auch in dieser Gnade vor dich treten dürfen. Und wir bitten dich jetzt ganz besonders, deinen Diener, den du berufen hast, ihn mit einem doppelten Maß deines Geistes auszustatten, dass er uns Worte des Lebens schenken kann, dass du durch ihn sprichst, dass du durch ihn unser Herzen berührst und dass wir so auch jetzt an diesem ersten Sabbat im neuen Jahr gesegnet von dieser Stätte gehen können, dass wir bereit sind und freudig dein Wort verkündigen möchten an den Orten, an die du uns hingestellt hast. Wir danken dir dafür, dass du uns hörst. Wir danken dir, dass du uns liebst und dass dein Herz sich danach sehnt, dass wir zu dir kommen, so wie wir es eben gesungen haben. Wir kommen zu dir in Demut, um dich anzubeten. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Corinthians 10. 1. Korinther Kapitel 10. We'll start in verse 1. Und dort starten wir in Vers 1. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant. Ich will aber, liebe Brüder, euch nicht in Unwissenheit darüber lassen, How that our fathers were under the cloud and all passed through the sea, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und durchs Meer gegangen sind. and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. and did all eat the same spiritual meat, Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. and did all drink the same spiritual drink. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. For they drank of that spiritual rock that followed them, Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. and that rock was Christ. Und dieser Fels war Christus. But with many of them God was not well pleased. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. So this verse doesn't tell you how to please God, Also dieser Vers zeigt euch nicht, wie ihr Gott gefallen könnt. but it tells you that many people failed. Aber es sagt uns, dass viele Menschen versagt haben. Can you see that when you look at it? Könnt ihr das sehen, wenn ihr den Vers liest? With many of them he was not pleased. An vielen hatte Gott kein Wohlgefallen. Let's go on to verse 6. Lass uns zu Vers 6 gehen. Now these things were written for our examples, Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, to the intent that we should not desire after evil things as they also desired.
damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Nor should we be idolaters, as some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich zu essen, zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Neither let us commit fornication, Auch lass uns nicht Hurerei treiben, as some of them committed, wie einige von ihnen es trieben. and fell in one day 23,000. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. The stories in these 8 verses Diese Geschichte in diesen 8 Versen are found between Exodus 14 and 18. finden wir in 2. Mose 14 bis 18. It's a very interesting section of the Bible. Das ist ein sehr interessanter Abschnitt in der Bibel. But look now here at verse 11. Aber jetzt schaut euch mal Vers 11 hier an. It says, "Now all of these things happened unto them for symbols," or for examples. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild oder Beispiel. "And they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come." Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. So how do you please God? Also wie kannst du Gott gefallen? The answer isn't here, Die Antwort gibt es hier but nicht, you can learn here some things that displease him. aber hier kannst du einige Sachen lernen, die Gott nicht He gefallen. doesn't like it when people in the church commit fornication. Er mag es nicht, wenn Leute in der Gemeinde Hurerei treiben. It really bothers him. Das verletzt ihn wirklich, das stört That's ihn. why many died in those chapters. Und deshalb sind viele in diesen Kapiteln gestorben. In our days, In unseren Tagen it doesn't seem to bother us so much. scheint es, dass uns das nicht so viel ausmacht. I mean, sometimes it can happen in the church and nothing is done about it. Ich möchte damit sagen, es passiert schon mal in unserer Gemeinde und es wird nichts damit getan. So I'll just tell you how I understand the Bible. Also ich möchte euch jetzt nur sagen, wie ich die Bibel verstehe. If a member of the church commits fornication, Also wenn ein Mitglied der Gemeinde Ehebruch oder desgleichen betreibt, the church needs to express the disfavor that it has towards that behavior. dann muss die Gemeinde ausdrücken, dass sie damit nicht einverstanden ist. It's important that people not think that it's just a small thing. Es ist wichtig, dass die Menschen nicht denken, das ist nur eine Kleinigkeit. These were written for our example, upon whom the ends of the world are come. Das ist uns zum Beispiel zum Vorbild geschrieben, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. There's something more we just read. Wir haben auch mehr noch gelesen. God doesn't like it when we're complainers, Gott mag es nicht, wenn wir uns ständig beschweren. when we're easily griping or complaining about how he takes care of us. Wenn wir einfach nur uns schnell darüber beschweren, wie Gott sich um uns sorgt. Back in Exodus 16, Also in 2. Mose 16, at the very beginning of the chapter, am Anfang des the Kapitels, people are complaining. da meckern die Leute. It's remarkable. Und das ist dort I mean, festzustellen. God just led them through the sea. Gott hat sie durchs Meer geführt. He just drowned the Egyptians. Er hat die Ägypter mit dem Meer verschlungen. But on the other side of the sea, Direkt auf der anderen Seite des they didn't Meeres find anything to eat. haben sie nichts zu essen gefunden. It was a desert. Es war dort eine Wüste And they didn't have any meat. und es gab kein Fleisch. And they began to talk about it. Und dann fingen sie an, darüber zu reden. They said, "We wish we were back in Egypt Und sie sagten, Mensch, wie schön wäre es, wenn wir in Ägypten wieder when we wären. had all the bread we wanted Und da hatten wir so viel Brot, wie wir wollten. and we had access to those pots of flesh." Und wir hatten Zugang zu diesen Fleischtöpfen. God didn't like it when they talked that way. Gott mochte es nicht, als sie so gesprochen haben. But that evening, Aber an diesem Abend he sent them lots of quail. hat er ihnen viele Wachteln geschickt. The quail came down with the wind, Die Wachteln kamen mit dem Wind and people had as much as they wanted. und die Menschen hatten so viel, wie sie wollten. Some of them ate the quail raw. Einige haben diese Wachteln sogar roh gegessen. And what it says in the book of Psalms Und im Psalm steht, is that God gave them what they asked for, Gott hat ihnen das gegeben, wonach sie gebeten hatten. but the ones that were most gluttonous, some of them died while the quail was in their mouth. Aber die am gierigsten waren, sind noch mit den Wachteln im Mund gestorben. We're talking about how to please God. Wir reden darüber, wie wir Gott gefallen können. And it's not so hard to please Him. Es ist nicht so schwer, Gott zu But there gefallen. are some things that displease Him. Aber es gibt einige Dinge, die Gott nicht gefallen. Fornication,
Ehebruch, Hurerei, complaining, Meckerei, gluttony. Völlerei. He doesn't like it. Er mag das nicht. That's what we learn from these stories. Und das lernen wir aus den Geschichten. But now you want a story for adults. Aber jetzt möchtet ihr eine Geschichte für die Erwachsenen. Diem grew up in Cambodia. Diem ist aufgewachsen in Kambodscha. In his city, there are no Christians. Und in seiner Stadt gab es keine Christen. I hope I didn't tell you this story 2 weeks ago. I don't think I did. Ich hoffe, ich habe euch diese Geschichte nicht vor 2 Wochen erzählt. But his village is very poor. Seine Stadt, sein Dorf ist sehr arm. They don't have, for example, toilets. Sie haben zum Beispiel keine Toiletten dort. Except kind of one outdoor public one. Nur eine öffentliche draußen. But none of you would use it. Aber von euch würde diese keiner benutzen. It's a very poor place. Das ist wirklich ein sehr armer Ort. And Diem's family, they work growing a type of root that can be sold for a little bit of money. Und die Familie von Diem, Cassava, they might know it. die pflanzt eine Wurzel an, die heißt Cassama und sie kann sich für ein wenig Geld verkaufen. Cassava. They earn something like 30 to 35 euros per month doing this. Sie verdienen damit ungefähr 30 bis 35 Euro im Monat, indem sie das tun. That's not enough to live. Das ist nicht ausreichend, um zu leben. So they eat a lot of the cassava they grow. Also essen sie selber viel von diesem Cassava, was sie anpflanzen. And they eat the rice that they grow. Und sie essen den Reis, den sie anpflanzen. And they eat the eggs from the chickens that are around. Und sie essen die Eier von den Hühnern, die um sie herum And if they sind. get really hungry, they eat one of the chickens. Und wenn sie wirklich Hunger haben, essen sie eins der Hühner. But that means less eggs. Aber das bedeutet dann gleichzeitig weniger Eier. So you have to be careful. Also musst du sehr vorsichtig sein. Diem got the idea that he would go earn some more money. Und Diem hat dann die Idee bekommen, dass er losgehen würde, um ein bisschen Geld zu verdienen. One of his cousins had gone to Malaysia. Und einer seiner Cousinen oder Cousins ist nach Malaysia gegangen. Malaysia isn't a rich country, Malaysia ist kein reiches Land, but compared to Cambodia, it's rich. aber im Verhältnis zum Kambodscha ist Malaysia reich. So in Cambodia, you might earn 35 euros, In Kambodscha verdienst du deine 35 Euro. but in Malaysia, you might earn 800 or 900 euros. In Malaysia könntest du entsprechend 800 bis 900 Euro verdienen. And that's a lot more. Und das ist sehr, sehr viel mehr. Let me just make sure I wasn't exaggerating. Ich will jetzt aufpassen, dass ich nicht übertreibe. That would be a professional earner. A farmer would earn about 300 to 400 euros. Ein Bauer würde so 300 bis 400 verdienen. Ein Spezialist in seinem Bereich 800 bis 900. Still better than 35. Aber trotzdem, egal wie, immer noch besser als 35 Euro. So Diem applied for a job, Also hat sich Diem beworben für einen Job and we hired him. und also haben wir ihn eingestellt. He came to work in our garden. Er ist gekommen, um in unserem Garten zu arbeiten. Now, he had been warned about Christianity. Jetzt hat man ihn gewarnt vor den Christen. His mother said, Seine Mutter sagte, if you become a Christian, wenn du ein Christ wirst, you will not be my son. wirst du nicht mehr mein Sohn sein. His friends said, Seine Freunde sagten, if you become a Christian, wenn du ein Christ wirst, we'll beat you up. dann werden wir dich schlagen, verprügeln. And one of the local people said, Und einer der Ortsansässigen sagte, if you want to be a Christian, wenn du ein Christ werden willst, you have to hate your mother. dann musst du deine Mutter hassen. Did you know that? Wusstet ihr das? That to be a Christian, you have to hate your mother? Dass wenn du ein Christ werden willst, du deine Mutter hassen sollst? Lots of people in Cambodia know about that, Viele Menschen in Kambodscha wissen but darüber, Christians don't seem to know about it. aber die Christen scheinen das nicht zu kennen. It's a very common type of propaganda there. Das ist eine sehr bekannte Propaganda in Kambodscha. So Diem came to work, Also Diem kam zu uns zur Arbeit and someone offered him Bible studies. und einer hat ihm angeboten, ihm Bibelstunden zu He geben. said no. Und er sagte nein. Of course he didn't want Bible studies. Klar wollte er keine Bibelstunden. He's not going to hate his mother. Er will ja seine Mutter nicht hassen. While Diem was working for us, Während Diem für uns gearbeitet hat, and while he worked for us, he was earning about 250 euros a als er month. für uns gearbeitet hat, hat er ungefähr 250 Euro But also he verdient. got a free place to stay and free food. Aber er hat auch
eine kostenlose Unterkunft bekommen und Essen umsonst. Of that 250 euros, he sent about 200 of it home every month. Und von diesen 250 Euro hat er jeden Monat 200 nach Hause geschickt. To his mom. Zu seiner Mutter. He loves his mother. Er liebt seine Mutter. A few months after he was working there, Nach einigen Monaten, nachdem er dort arbeitete, someone else offered him Bible studies. hat wieder ein anderer ihm Bibelstunden He said angeboten. no, Und er sagte nein. but I didn't know about this. Ich wusste da nichts drüber. Then Diem began to notice that some people on our campus were nice to their mothers. Und dann hat Diem auf einmal festgestellt, dass einige auf unserem Campus zu ihren Müttern nett waren. And he wondered if he had misunderstood something. Und jetzt hat er sich gefragt, ob er da irgendwas missversteht. He even saw some love on our campus. Er hat sogar ein bisschen Liebe bei uns am Campus mitbekommen. So when I asked him, would you like Bible studies? Als ich ihn also gefragt habe, möchtest du gerne mal eine Bibelstunde He bekommen, said, maybe. hat er gesagt, vielleicht. That's good enough. Das ist gar nicht We can schlecht. start with maybe. Wir können mit vielleicht starten. So we started Bible studies. Also haben wir mit Bibelstunden And to angefangen. make the story short, Und um die Geschichte jetzt abzukürzen, Diem was baptized in the ocean about 2 months later. Diem wurde im Meer 2 Monate später getauft. In just 1 week from this weekend, he's going to graduate. In einer Woche, also nächstes Wochenende, wird er seinen Abschluss machen With a degree in missionary work. und er wird einen Abschluss bekommen in Missionsarbeit. He'll be one of our first 4 graduates. Er wird einer unserer ersten 4 Studenten sein, die den Abschluss schaffen. Do you know which institutions recognize our prestigious degree? Wisst ihr, welche Institute unseren Abschluss akzeptieren? None. Kein einziges. No one recognizes it. Keiner akzeptiert es. It's a degree that probably is worth 0. Es ist ein Abschluss, der wahrscheinlich nichts wert ist. But all 4 of our graduates that graduate next week have been offered jobs already. Aber trotzdem haben alle unsere 4 Absolventen jetzt schon einen Job angeboten 3 bekommen. have accepted the jobs. 3 haben den Job akzeptiert. But Diem instead is going to study medical missionary work for about another 8 months. Aber Diem wird medizinische Missionsarbeit weitere 8 Monate He studieren. already has 2 offers of work in his own country. Er hat schon 2 Stellen angeboten bekommen in seinem eigenen Land. So he'll start working there in the month of September. Also wird er dort im September mit der Arbeit beginnen. What's the moral of this story for you? Was ist die Moral von der Geschichte für euch hier? When you ask someone if they would like to study the Bible, Wenn du jemanden fragst, ob er die Bibel studieren möchte, and when they tell you no, und wenn sie Nein sagen, you're not done. dann seid ihr noch nicht fertig damit. If they're a stranger, maybe you are done. Wenn es ein Fremder ist, dann ist es vielleicht But vorbei. if it's someone that you see at work, Aber wenn es jemand ist, den du zum Beispiel bei der or Arbeit someone that you siehst, encounter regularly in your shopping, oder den du vielleicht regelmäßig beim Einkaufen triffst, you're not done yet. dann bist du damit noch nicht durch. Try again a few months from now. Probier es nach einigen Monaten wieder. But I'll give you some hints that will help you. Aber ich werde euch einige Ratschläge geben, die euch helfen When werden. you're bargaining with them, Wenn du mit denen verhandelst, don't try too hard to get a super deal. dann versucht nicht zu stark einen guten Deal abzuschließen. Let them make a little profit. Lass auch sie einen kleinen Profit darin bekommen. When they have trouble, go out of your way to help. Dann, wenn sie Probleme haben, geht auf sie zu und helft ihnen. When I was in Indonesia just a few months ago, Als ich in Indonesien war vor einigen Monaten, people that would drive past me on motorcycles kept dropping things just as they would pass me. sind Menschen mit Motorrädern an mir vorbeigefahren und haben einfach ihren Müll da weggeschmissen Things neben mir. would fall on the road. Ach, they fall. That like fall off the motorcycle. Also They sind drop Sachen something. vom Motorrad einfach runtergefallen. I know what happened. Ich weiß, was da passiert My ist. angel was trying to make an opportunity. Mein Engel wollte mir hier eine He Möglichkeit just knocked it aufzeigen. off the motorcycle. Er hat es einfach vom Motorrad geschubst. So I bend over and I pick it up and I give it to them. Also habe ich die Sachen aufgehoben und habe sie diesen Leuten zurückgegeben. Just that little bit of service makes a door. Und dieses kleine Entgegenkommen öffnet schon eine Tür. Why did Diem say yes to Bible studies for me? Warum hat Diem bei mir Ja gesagt zu den It wasn't Bibelstunden? because I invited him in some special way. Das war nicht deshalb, weil ich ihn auf eine besondere Art und Weise eingeladen It's habe, because he saw you being nice to your wife.
Er hat gesehen, dass du nett bist zu deiner Frau. He saw you loving your parents. Er hat gesehen, dass du deine Eltern liebst. And it made an open door for him. Und das hat ihm eine Tür geöffnet. Turn in your Bibles to Revelation 14. Schlagt mal eure Bibeln auf, Offenbarung, Kapitel 14. Revelation 14 and verse 6 and 7. Offenbarung 14 und dort die Verse 6 und 7. And I saw another angel fly in the midst of heaven, Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. having the everlasting gospel to preach to them that dwell on the earth, Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen. and to every nation and kindred and tongue and people. Alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. I said to some of you 2 weeks ago, Ich habe zu einigen von euch vor 2 Wochen gesagt, I wish you would reach out to the refugees. ich würde mir wünschen, dass ihr auf die Flüchtlinge hier zugeht. Many of the refugees here in Germany Viele der Flüchtlinge hier in Deutschland come from countries where there's almost zero work happening today. kommen aus Ländern, wo es fast gar keine Arbeit gibt. We have almost zero work going on in Syria, Nee, wo wir als Adventisten keine Arbeit machen. almost zero in Yemen, Gar nichts in Syrien, fast nichts in almost Jemen. zero in Morocco, In Marokko so gut wie gar nichts. almost zero in Afghanistan. In Afghanistan so gut wie nichts. I don't mean totally zero, Ich sage nicht überhaupt nichts, but I mean out of 1 million people, aber ich möchte sagen, bei 1 Million Menschen maybe 2 of them will meet an Adventist this werden year. vielleicht in diesem Jahr 2 von dieser Million einen Adventisten treffen. Isn't that close enough to zero? Ist das nicht fast gar nichts? So when they come here, Also wenn sie hier hinkommen, I wish that you would go out of your way to meet them, dann würde ich mir wünschen, dass ihr aus eurer Zone rausgeht auf sie zu. because it is their only chance. Das wird ihre einzige Chance sein. God may even have allowed them to leave their country just so you could meet them. Vielleicht hat Gott ihnen nur erlaubt, ihr Land zu verlassen, damit ihr sie erreicht. I'm talking about this phrase, every kindred, nation, tongue, and people. Ich möchte über diesen Satz hier nachdenken. Alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Now, not many Germans know about the three angels' messages. Nicht viele in Deutschland wissen über die 3 Engelsbotschaft Bescheid. So in Syria, it might be 1 in a million. In Syrien ist es vielleicht einer von 1 In Million. Germany, 1 in 3,000. In Deutschland vielleicht einer von 3000. That's still pretty bad. Und das ist auch noch sehr schlecht. So I hope that you also will meet your neighbors. Also deshalb hoffe ich, dass ihr auch auf eure Nachbarn zugeht. Your neighbors would have had a much better chance of knowing the truth if they'd been born in Africa. Would have much better. Much better chance. Eure Nachbarn hätten eine viel größere Chance gehabt, die Wahrheit kennenzulernen, wenn sie in Afrika geboren I wären. think when we get to heaven, Ich glaube, wenn wir mal in den Himmel kommen, the envy will go backwards. dann wird es rückwärts gehen. Right now, many people think it's more fortunate to be born in Germany. Dann wird der Neid rückwärts gehen. Jetzt denken vielleicht viele, es ist gut, in Deutschland geboren zu I'm sein. saying it's more fortunate to be born in Africa. Aber ich mag hier sagen, es ist besser, in Afrika geboren zu Better werden. be hungry and poor and go to heaven. Besser, du bist hungrig und arm und kommst in den Himmel. What's coming to Germans is a lot worse than that. Was auf uns Deutsche zukommt, ist viel schlimmer als das. Rich, a nice house, heart disease, and then hell. Reich, ein schönes Haus, Herzinfarkt und dann die Hölle. Like, which is better, right? Also was ist jetzt besser? Let's look at verse 7. Lasst uns Vers 7 anschauen. Saying with a loud voice, Und er sprach mit großer Stimme, fear God and give glory to him. fürchte Gott und gebt ihm die Ehre. What does it mean to give glory to him? Was bedeutet es, ihm die Ehre zu geben? The verse says we should do it because the hour of his judgment is here. Der Text sagt, wir sollen es tun, weil die Stunde seines Gerichts gekommen ist. And this is my subject. Und darum geht es heute. How to please God. Wie können wir Gott gefallen? Jesus talked a lot about this idea of giving glory to God. Jesus hat viel über diese Idee gesprochen, Gott die Ehre zu The geben. most famous thing he said is in Matthew 5. Und das bekannteste, was er jemals darüber sagte, steht in Matthäus Kapitel 5. Let's look there briefly. Lasst uns kurz das anschauen. Matthew 5 and verse 16. Matthäus 5, Vers 16. Matthew 5 verse 16. Matthäus 5, Vers 16.
Let your light so shine before men that they may see your good works. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen And glorify your Father which is in heaven. und euren Vater im Himmel preisen. I'm going to say something to you that I'm not going to prove, Ich werde jetzt etwas zu euch sagen, was ich nicht beweisen werde, but you could prove it to yourself with about 20 minutes aber ihr of könnt work. es selber beweisen innerhalb von 20 Minuten Arbeit. When you read the phrase good works in the New Testament, Wenn ihr den Ausdruck gute Werke im Neuen Testament lest, it doesn't mean innocent works. dann bedeutet das nicht unschuldige Werke. Like when you make your bed, that's not good works. Das bedeutet also, wenn du dein Bett morgens machst, das ist kein gutes Werk. When you clean the table, that's not good works. Also wenn du den Tisch abräumst und sauber machst, das ist nicht ein gutes Werk. When you put gas in your car, that's not good works. Oder wenn du dein Auto voll tankst, das ist auch kein gutes Werk. In the New Testament, good works are works of service. Im Neuen Testament sind gute Werke Werke des Dienstes. They're the things you do to help people who need help. Das sind Dinge, die wir tun Menschen Gutes, die Hilfe benötigen. There's nothing wrong with those other kind of works. Es ist nichts Schlechtes mit diesen anderen Arbeiten. But when you make your bed tomorrow morning, Aber wenn du morgen früh dein Bett machen no one's wirst, going to see it. dann wird das keiner sehen. Maybe your spouse will see it. Vielleicht wird das dein Ehepartner sehen. But when you try to serve people, Aber wenn du Menschen dienen möchtest, that's the way that Jesus gets honor. dann ist das der Weg, wenn Jesus geehrt wird. People notice that. Menschen bemerken das. When I first moved to Asia, Als ich am Anfang nach Asien gezogen and I bin would do something kind to a stranger, und wenn ich etwas Nettes zu einem Fremden getan habe, sometimes he would look at me dann hat er mich manchmal angeschaut and say something like, "What do you want?" und dann guckt er mich an und hat gesagt so etwas wie, was möchtest du eigentlich? It was so strange to him to think that I might be doing something just to be nice. Es war für ihn seltsam zu denken, dass ich etwas tue, einfach nur um nett zu sein. In the world, that just isn't how things work. In dieser Welt funktionieren Dinge nicht so. So this is what God uses to advertise the gospel. Also das ist das, was Gott benutzt hat, um das Evangelium weiterzugeben. It's when you do something to someone who isn't going to do anything nice back to you. Wenn du etwas einem tust, der dir nichts Gutes zurückgibt. So what pleases him? Also was gefällt Gott? Let's turn back there to Exodus. Lass uns mal zurückgehen zu 2. Mose Exodus chapter 16. und 2. Mose Kapitel 16. Exodus 16 is right after the Song of Moses. 2. Mose 16 ist direkt nach dem Psalm Mose. Do you remember how Miriam got the tambourine and was singing about the Egyptians drowning? Könnt ihr euch erinnern, als Miriam das Musikinstrument genommen hat und über den Tod der Ägypter In my gesungen mind, I hat? can see paintings of her doing this. In meinem Kopf habe ich so Bilder, wie Miriam das getan hat. And I can see the other ladies with her. Und ich sehe die anderen Mädchen um sie herum. But when I was studying the chapter this week, Aber als ich das Kapitel diese Woche betrachtet habe, I calculated that she's between 87 and 95 years old. dann habe ich ausgerechnet, dass sie ungefähr zwischen 87 und 90 Jahre alt war. I mean, when she begins to sing, her brother Moses is 80. Also als sie angefangen hat zu singen, war ihr Bruder Mose 80. And you remember she was taking care of him when he was a baby. Und ihr könnt euch erinnern, dass sie sich um Mose gekümmert hat, als Mose ein Baby And she was war. old enough to go run an errand to the queen. Und sie war alt genug, zur Königin zu laufen mit Aaron. So she probably wasn't 5 or 6. Also wahrscheinlich war sie nicht 5 oder 6 You Jahre. understand? Also versteht ihr, was ich meine? So when she was singing the song of Moses, she was not a young lady. Also als sie den Psalm von Mose gesungen hat, war sie kein junges Mädchen. That's just a thought for you. Nur ein kleiner Gedanke für euch. Are you there in Exodus 16? Habt ihr 2. Mose 16 aufgeschlagen? Let's look at verse 3. Lasst uns Vers 3 anschauen. And the children of Israel said unto them, Und die Kinder Israels sprachen zu We ihnen: wish to God that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch die Hand des Herrn. when we sat by the flesh pots and when we did eat bread to the full. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen.
For now you brought us all out here to the wilderness to kill all of us with hunger. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr dieses ganze Haus an Hunger sterben lasst. That's what your complaining sounds like. So hört sich eure Beschwerde oder Meckerei I an. mean, God has worked so many miracles to help us. Gott hat so viele Wunder vollbracht, um uns zu helfen. He's done so much. Er hat so viel getan. And then we talk almost as if he doesn't exist. Und dann reden wir manchmal so, als ob er gar nicht existiert. Verse 4. Vers 4. Then the Lord said to Moses, Da sprach der Herr zu Mose: Behold, I will rain bread from heaven for you. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen The people lassen. will go out and gather a certain rate every day, Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für einen Tag bedarf, that I may test them, damit ich sie prüfe, whether they will walk in my law or no. ob sie in meinem Gesetz wandeln oder nicht. Did you ever meet someone who says that the law was given at Sinai? Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der gesagt hat, dass das Gesetz am Sinai gegeben wurde? Someone who talks like there were no laws before Sinai? Jemand, der sagt, vor dem Sinai gab es kein Gesetz? This is 4 chapters before Sinai. Das war hier 4 Kapitel vor dem Berg Sinai. And what does God say? Und was sagt Gott? He's going to test them Er wird sie testen, to see if they're going to obey his law. um zu sehen, ob sie seinem Gebot nachfolgen. Well, which law is he going to test them on? Welches Gesetz wird er da nehmen? This is just 3 days after they go through the Red Sea. Das ist 3 Tage, nachdem sie durchs Rote Meer gegangen sind. What law is he going to test them on? Mit welchem Gesetz wird er sie testen? Well, it's the Sabbath law. Es ist das Sabbatgebot. Maybe you know this chapter. Vielleicht kennt ihr dieses I'll Gebot, summarize what it says. dieses Kapitel. Ich werde es zusammenfassen. God gave them some instruction. Gott hat ihnen einige Instruktionen He gegeben. said, you go out every morning and get the food. Geht jeden Morgen raus und sammelt das Essen. Only get as much as you need for the day. Sammelt so viel, wie viel ihr für einen Tag benötigt. Don't try to keep any to the next day. Versucht nichts, einiges für den nächsten Tag zu behalten. So some of you remember, Einige von euch haben behalten. some of them wanted a day off. Einige wollten mal einen Tag Pause So they haben. gathered twice as much on one day Also haben sie an einem Tag doppelt so viel and saved gesammelt it to the next day. und es für den nächsten Tag aufbewahrt. And what happened? Was ist passiert? It rotted. Es ist verrottet, It verdorben. had maggots. Es waren Würmer drin, Maden. But God said on Friday, Aber Gott sagte, am Freitag, you should gather twice as dann much. sollst du doppelt so viel sammeln. Some of them were thinking, Einige haben gedacht, I'm not going to do that. das werde ich nicht tun. It's going to stink tomorrow. Das wird morgen I'm not verdorben gonna sein eat und stinky stinken. food. Wer will keine stinkige Nahrung haben? And so the next day, Und am nächsten Tag, they went out to find it. sie sind rausgegangen, um es zu suchen. And what did they find? Was haben sie gefunden? Nothing. Nichts. But the people who kept it, Aber die Leute, die gesammelt haben und it es was still behalten good the haben, second day. war es am zweiten Tag noch gut. This is the way God taught them about the Sabbath. So hat ihnen Gott über den Sabbat eine Lektion But gelehrt. he said something more in this chapter. Aber er hat auch etwas mehr in diesem Kapitel He said on gesagt. Friday, Er sagte am Freitag, when you prepare the manna the way you want to eat it, wenn du das Manna vorbereitest, so wie du es essen willst, also prepare it for the next day. dann bereite es genauso auch für den nächsten Tag If you're vor. going to boil the manna, do it on Wenn Friday. du das Manna kochen willst, koch es am Freitag. If you're going to bake the manna, do it on Wenn Friday. du das Manna backen willst, dann back es am Take Freitag. care of those things ahead of time. Kümmere dich um diese Dinge schon vorher. When I talked about this in Asia, Als ich das in Asien erzählt habe, they said the food will rot. dann sagten sie, die Nahrung wird verderben. That's what they said in Exodus 16. Das haben sie auch in 2. Mose 16 gesagt. What I'm trying to tell you Was ich euch sagen möchte, is that God cares about the Sabbath. dass Gott sich sorgt um den I need to Sabbat. start that over. Ich muss nochmal neu starten. Have you ever heard about Saxon algebra? Habt ihr schon mal gehört von Probably not. Sex and Algebra? Saxon is the name of a person. Sex ist der Name einer Person. In America, we've had a controversy for many years about how to teach algebra to children. Also wir hatten in Amerika eine Diskussion, wie wir Algebra unseren Kindern beibringen sollen. In the old method, Die alte Methode, when you learn a new formula or principle, wenn du eine neue Formel oder ein Gesetz you kennenlernst, practice it 100 times, dann lernst du es 100 Mal, maybe 120, du übst es 120 until Mal, it's stuck in your mind. bis es so in deinem
Gehirn festgesetzt Then on the ist. next day, So dass am nächsten Tag you learn a different principle. kannst du dann ein anderes Gesetz And you lernen. practice that one 100 Und dann times. lernst du oder übst du das But 100-mal. when you get to the test, Aber wenn du dann in die Prüfung kommst, you forgot the first 5 principles. dann hast du die ersten 5 Gesetze schon vergessen. So a man named Mr. Saxon, Also hat ein Mann namens Saxon he invented a different method. hat eine unterschiedliche Methode When erfunden. you learn the new principle today, Also wenn du das Gesetz, das neue Gesetz heute you lernst, only practice it 10 or 12 dann times. üb es nur 10 bis 12 Mal. But for the rest of the practice, Und die restliche Zeit der Übung, you practice everything you've been learning for the last month. dann übst du das, was du den ganzen Monat davor gelernt hast. You might have 30 different types of problems in one day's worth of homework. Vielleicht hast du dann 30 verschiedene Probleme, die du in einer Hausaufgabe lösen musst. And for the next 30 days, you're going to be practicing what you learned today. Und die nächsten 30 Tage wirst du wieder das üben, was du heute gelernt hast. You know, it works a lot better. Und ihr seht, es funktioniert viel besser. People have a longer term memory. Die Menschen haben ein besseres Langzeitgedächtnis. I'm not trying to teach you about algebra. Ich möchte euch nichts über Algebra I'm teaching beibringen. you about holiness. Ich möchte euch was über Heiligkeit erzählen. God is looking for ways that you can practice every day. Gott möchte Wege finden, dass wir jeden Tag das üben können. He's looking for ways that you can learn to deny yourself for the good of others. Er möchte Wege finden, dass wir unser eigenes Ich zurückstellen für das Gut anderer Menschen. And as a people, we don't like it Und das mögen wir als Menschen nicht. because He's chosen to use things like our entertainment, Weil er hat Sachen herausgesucht wie Unterhaltung, like our diet, wie unsere Ernährung, like our dress, wie unsere Anziehsachen, like our Sabbath preparation, unsere Vorbereitung für den Sabbat, our Sabbath practice. das Halten des Sabbats. He's chosen to use these things as a way of testing us Diese Dinge ausgesucht, um uns zu testen and helping us grow and guiding us. und uns zu helfen, dass wir wachsen und uns zu führen. You know what we would prefer? Wir würden wahrscheinlich bevorzugen, We would prefer a theoretical religion. wir würden eine theoretische Religion bevorzugen. Just a bunch of ideas. Nur einige Ideen. We'd rather that God not get involved with our personal life. Und wir hätten gerne, dass Gott mit unserem persönlichen Leben nicht involviert wird. Don't tell me what to eat. Sag mir nicht, was ich essen soll. Don't tell me not to drink a little wine. Sag mir nicht, dass ich ein bisschen Wein nicht trinken Don't tell me soll. I can't go to a sport game or sports on Sabbath. Sag mir nicht, dass ich am Sabbat keinen Sport treiben soll. Don't tell me I should not watch the movies. Sag mir nicht, ich sollte diesen Film nicht We would gucken. prefer a religion that had no practical parts. Wir würden eine Religion bevorzugen, die keinen praktischen Anteil hat. But what pleases God Aber was Gott gefällt, is the practical part. ist der praktische Teil. It's when He sees that you're denying yourself because you care about Him. Wenn Gott siehst, dass du selbst dich verneinst, weil du dich um Gott sorgst und dich um ihn kümmerst. He likes to see you searching for His will. Er möchte, dass du seinen Willen suchst. And if He tells you something about His will that is only applicable 3 times a year, Und wenn du etwas findest, was vielleicht nur 2-3 Mal im Jahr anwendbar ist, you might never develop a habit connected with that. dann wirst du keine Gewohnheit damit etablieren. So for your character's sake, Also für das Wohl deines He Charakters talks about those everyday things. redet Gott über diese jeden Tag Dinge. But if I come to you Aber wenn ich dann zu dir and komme I talk about those everyday things, und wenn ich dann über diese täglichen Dinge rede, some of you start crossing your arms. dann verschränken einige so ihre Arme. Now, I cross my arms sometimes just because I'm cold. Manchmal verschränke ich meine Arme, weil mir So kalt I'm not ist. saying if you have your arms crossed that you're rebelling. Also ich möchte nicht sagen, wenn einige von euch die Arme überkreuzt haben, dass ihr rebelliert. But I'm trying to illustrate something about our attitude. Aber ich möchte etwas in unserer Haltung illustrieren. We don't like people getting into our business. Wir möchten nicht, dass Leute sich mit unseren Angelegenheiten befassen. Dass sich Leute nicht in unsere Angelegenheiten einmischen. That's why Exodus is all about God getting into people's personal business. Und deshalb geht es im 2. Buch Mose darüber, dass Gott sich in unsere Angelegenheiten He was einmischt. bringing the people up to a higher level of holiness. Er hat die Menschen zu einem höheren Punkt der Heiligkeit geführt.
So I'll tell you about my church there in Malaysia. Ich möchte euch jetzt etwas über meine Kirche in Malaysia erzählen. When I went there 3 years ago, Als ich dort vor 3 Jahren hingegangen bin, on Sabbath, everyone brings the food that needs to be cooked. am Sabbat bringt jeder das Essen mit, was man noch kochen muss. And after the sermon is over, Und nachdem die Predigt vorbei ist, they boil the water, sie bringen das Wasser zum Kochen, they dump the food in, sie schmeißen das Essen rein and in 15 minutes, und in 15 Minuten it's ready to eat. ist es fertig zu essen. Cooking is quite easy in Malaysia. In Malaysia ist Kochen sehr einfach. I probably just exaggerate. But anyway, Ich habe vielleicht ein bisschen that's what they were übertrieben. doing almost every week. Aber so haben sie es gemacht, fast jedes Wochenende. But I ended up talking to them about Exodus 16, Und dann habe ich mit ihnen über 2. Mose 16 about the gesprochen, counsel that God gives us. über die Ratschläge, die Gott uns gibt. Some people got their feelings hurt. Und dann sind einige, haben sich in ihren Gefühlen verletzt gefühlt. You would think that I had written Exodus 16 myself, Und sie haben gedacht, Mensch, ich habe doch 2. Mose 16 selber gelesen. but I assure you I didn't write it. Sie haben gedacht, Mensch, du redest so, als ob du das selber geschrieben hast. Aber er hat es nicht geschrieben. I just read it. Ich habe es nur gelesen. But you know, now, years later, Aber jetzt, Jahre später, the church has a habit. hat die Gemeinde eine Gewohnheit The entwickelt. food is prepared on Friday, Das Essen ist am Freitag and vorbereitet it's working just fine. und es funktioniert sehr schön. It seemed like it would be so difficult, Es hat am Anfang so schwer but ausgesehen, it's not. aber es ist nicht so. Now, we're in Germany. Wir sind in Deutschland. You don't have enough Christian schools here. Es gibt nicht ausreichend christliche Schulen hier. When the Bible talks about the Sabbath, Wenn die Bibel über den Sabbat spricht and it says that it's a holy day, und dort wird gesagt, dass es ein heiliger Tag ist, holy means it's set aside for some other use. und heilig heißt zur Seite gelegt für eine spezielle Verwendung, Set aside for a holy purpose. zur Seite legen für einen bestimmten heiligen Grund. If you use that day for common entertainment, Wenn du diesen Tag gebrauchst für übliche Unterhaltung, for recreation, für Erholung like playing a football game, oder vielleicht auch ein Fußballspiel zu or spielen going to the school extracurricular activities, oder in spezielle schulische Aktivitäten zu gehen, you're treating a holy day as if it is a common day. dann gebrauchst du diesen heiligen Tag so, als ob er ein üblicher Tag wäre. But a holy day isn't a common day. Aber ein heiliger Tag ist kein gewöhnlicher Tag. And the blessing comes to those who treat it as a holy day. Und der Segen kommt zu denen, die diesen Tag so wie einen heiligen Tag sehen und gebrauchen. Some of you are in university, Einige von euch sind an der Uni and universities frequently are a difficult place for Adventist scholars. und Universitäten sind in der Regel ein schwerer Ort für adventistische Studenten. In Ghana, the church has been largely destroyed by this. In Ghana ist die Kirche in starkem Maße durch dieses Problem zerstört worden. I mean, there's a policy there Es gibt dort ein ungeschriebenes Gesetz that you must take a certain test before you enter university, oder man muss einen bestimmten Test machen, bevor man die Universität besuchen and the kann. test is offered only on Saturday. Und dieser Test wird angeboten nur am Sabbat. So suppose you're a young man taking theology, Jetzt überlegt euch mal, ihr seid ein junger Mann und möchtet Theologie or you want to studieren take theology, oder ihr möchtet in Zukunft Theologie studieren, but you have to take that test. aber ihr müsst diesen Test machen. What it means is, in that country, many of the most faithful men have not been able to take theology. Das bedeutet, dass in diesem Land die treuesten Männer keine Theologie studieren konnten. They've been left out of the system because they would not bow to that test. Sie haben sich aus diesem System rausgehalten, weil die diesen Test sich nicht unterzogen haben. What I'm saying to you, Was ich euch sagen möchte, God isn't hard to es please, ist nicht schwer, Gott zu gefallen, but the devil is hard to please. aber es ist schwer, Satan zu The gefallen. devil is very demanding. Satan fordert sehr viel. He demands that you dishonor the Sabbath. Er verlangt von uns, dass wir den Sabbat entehren. He demands that you participate in common things. Er verlangt, dass wir diese normalen Sachen mitmachen. He demands that you eat what's set in front of you.
Er verlangt, dass du das isst, was vor dich gesetzt He will wird. raise anger and trouble against you if you stand for principle. Und er wird Ärger und Probleme auf dich zukommen lassen, wenn du dich an Prinzipien hältst. But you ought to do it. Aber du solltest es tun. That's the main lesson of the book of Daniel. Das ist die Hauptlektion aus dem Buch Daniel. It's that Daniel determined he was going to live a holy life, Es ist, dass Daniel entschieden hat, dass er ein heiliges Leben führen wird. even though he was in Aachen. Auch wenn er in Aachen gewesen wäre. Do you understand? Versteht ihr, was ich sagen möchte? He was in a secular place Er war in einer säkulären Umgebung. where his principles were not understood or respected. Dort wurden seine Prinzipien weder akzeptiert noch verstanden. And the easiest thing to do in Aachen Und das Einfachste, was in Aachen wir tun können, is to adapt to Aachen. ist natürlich sich einfach an Aachen anpassen. I've been talking too long, Ich habe zu viel geredet, but I'm going to tell you a little bit more aber ich möchte euch noch ein bisschen sagen about the biggest mistake I ever made. über den größten Fehler, den ich persönlich jemals gemacht habe. I think it's before I married Heidi. Es ist passiert, glaube ich, bevor ich Heidi geheiratet But even if it habe. was after, it's not her fault. Aber auch wenn es später war, es ist nicht ihr Fehler gewesen. I recruited some students to come study mission work in the United States. Ich habe einige Studenten rekrutiert, damit sie Mission studieren in den Vereinigten Staaten, eine Missionsschule besuchen in Amerika. 3 of them were from a very poor country. Und 3 von ihnen kamen aus einem sehr armen Land. And I helped them with the visa issues and they came to study. Und ich habe ihnen mit der Visa-Problematik geholfen und sie kamen, um zu studieren. That was the mistake. Das war das Problem. I should never have done it. Das hätte ich niemals tun sollen. I watched 2 of those 3 men Ich habe 2 von diesen 3 Männern beobachtet. over the course of 3 years. In dieser Zeit von 3 Jahren Their love for God almost disappeared. ist ihre Liebe zu Gott fast verschwunden. Their love for money grew very Und successfully. ihre Liebe zum Geld ist sehr, sehr hochgegangen und ist gewachsen. And they became successful people on the way to hell. Und sie sind erfolgreiche Menschen geworden auf dem Weg in die Hölle. I feel so bad about it. Und das ist wirklich schlimm für mich. I wish I'd left them in their country. Ich hätte mir jetzt gewünscht, ich hätte sie in ihrem Land Maybe gelassen. then I could spend eternity with them. Und dann hätte ich vielleicht die Ewigkeit mit ihnen verbringen können. What I'm saying to you Was ich euch sagen möchte, is here in Aachen, hier in Aachen, be a Daniel. seid ein Daniel. Please God. Gefällt Gott. Come to a high standard. Kommt auf einen hohen Standard. Do it every day Macht es jeden Tag in the common things of life. in diesen üblichen Dingen des Lebens. Practice holiness on the Sabbath. Dann praktiziert Heiligkeit am Sabbat. It's a holy day. Es ist ein heiliger Tag. And when you draw near to Him, Und wenn du näher zu Gott kommst, He will draw near to you dann wird er euch zu sich ziehen and bless you. und euch segnen. Amen. Amen. Our Father in heaven, Unser Vater im Himmel, I thank you for the stories of the Old Testament. ich danke dir für die Geschichten im Alten Testament. Thank you for reaching Diem. Ich danke dir, dass du Diem erreicht hast. Teach us how to live a holy life, Lehre du uns, wie wir ein heiliges Leben leben können. how we can have the kind of works that glorify you. Wie wir diese Werke vollbringen können, die dich ehren. I ask for this gift Ich bitte dich um diese Gabe in the name of Jesus. im Namen Jesu. Amen. Amen.